Hoffentlich wird's hier richtig geil jetzt. Hoffentlich kriegen wir geile Fotos. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht schaut es auch so behindert aus. Skinny girls, fat girls, thick girls too. Rich chicks, poor chicks, oh. They can't forget about my niggas. Shots for everybody. Shots for everybody. Servus Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Moto-Vlog von mir. Und heute mal was ganz Besonderes. Natürlich ist Reifenkiller auch wieder dabei. Was ganz Besonderes, und zwar fahre ich zum ersten Mal mit meiner geilen neuen Verkleidung. Ich habe sie vorhin schon mal kurz dreckig gemacht beim Aufsteigen. War hinten schon das ganze Heck schwarz vom Stiefel. Aber haben wir gleich wieder sauber gemacht. Okay. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, müssen wir jetzt erstmal richtig geile Bilder von der neuen Folierung machen. Und dann nehmen wir euch einfach mal mit, weil wenn ihr wissen wollt, wie ich solche Bilder mache, bleibt einfach dran, seid gespannt und wir zeigen euch, wie wir zumindest sowas machen. Irgendwie. Ja, moin, fahr einfach raus. Clickbait-Titel, Vorfahrt ja, und bleib stehen. Sag mal, was machst denn du? Hä? Was soll denn das? Wenn er doch schon die Vorfahrt nimmt, dann fahr doch einfach schnell weiter. Echt so. Ihn überholt. Alter, bin ich erschrocken, ey. Wie sehe ich überhaupt aus? Du hast noch gar nicht gesagt. Schaut es gut aus? Weil, mein Bedenken war ja, nachdem die jetzt, ich fahre hier im zweiten Gang, nachdem die jetzt so bunt ist, habe ich jetzt echt Bedenken gehabt mit dem Lederkombi, den ich jetzt hatte, mit dem Schwarz, Rot, Weiß, ist mir jetzt eigentlich fast ein bisschen zu bunt und das Rot passt natürlich auch nicht mehr zu dem Chromrot, ganz klar. Eigentlich hätte ich schon wieder Bock auf eine neue Lederkombi, die einfach ein bisschen dunkler ist, so wie deine. Ich finde deine mega geil, also die in schwarz. Kann man jetzt schlecht sagen, wegen dem Hoodie. Er nimmt ja schon viel raus. Aber schwarz wäre halt neutraler. Ja, natürlich. Also schwarz ist neutraler und... Wenn die Maschine krass auffällig ist, dann ist es blöd, wenn die Lederkombi auch so ein bisschen extravagant oder viele Schnitte drin hat. Ja, das ist klar, dass das Rot nicht zum Chrom passt. Also chromrote Lederkombi wäre schon krass. Ja. Das ist ja eigentlich die Lederkombi, sag ich mal, neutral halt, mit wenig Farbe oder wenig Rot oder ja. So. Also ich hätte mega Bock auf Grundfarbe schwarz und nur ganz kleine Akzente. Vielleicht auch gar kein Rot mehr drin, sondern nur noch ein bisschen Gold, weil ich glaube, das Rot trifft mir eh nicht. Chromrot auf. Ja. Das nicht. Ich hätte Bock mal wieder ein Story zu machen, das geht ja nicht mit dem Bums. Zieh halt die Sicherung. Ja, warte, ich zieh schnell. Klick! Musst du einen Schalter einbauen, Sicherung, also so einen Unterbrecher. Naja. Oh. Nur für Stoppy ist ganz wichtig. Ja. Stoppy-Schalter. Nee, ich habe immer noch ABS. Wäre auch komisch, wenn ich mit Traction Control auf ABS ausschalten würde. Kannst du ABS separat? Ja, ich kann ja alles separat in verschiedenen Stufen einstellen und ausschalten. Das ist schwer, schon irgendwie geiler. Ja. Also ich meine, bei der Honda habe ich mich 5 Jahre lang nicht beschwert, dass ich irgendwas einstellen kann. Ja, da aber wenn man es dann mal hat, dann möchte man irgendwie schon ganz gern so ein bisschen mit rumspielen. Ja, klar, vor allem halt auch ausstellen können. Man braucht halt das Steuergerät von der Brille ein. Ja, genau. Hatte ich vor. Ja, Tono. Grüßt nicht mal. Arrogante Arschlöcher. Doch, mir hat sie gegrüßt. Mir, das waren er. Ja. Die Tono hat dich gegrüßt. Die Tono hat mich angeblinzelt quasi. Oh, ja, würde ja auch taugen. Stehen. Ja, mein Dad hat früher eine Tono gefahren, aber noch eine alte. Die hat geschaut. Eine 2002er oder so. Ja, da gab es noch viele Probleme, ne? Ja, die hatte mega viel Probleme mit der... Ne, ich weiß nicht, ich kann es mal einblenden, aber der war so unzufrieden mit dieser Aprilia Tono. Und dann hat er sich eine Honda gekauft, eine SC50 fährt er jetzt. Und der ist so zufrieden mit der Honda. Hat überhaupt keine Probleme, kann auch untertürig fahren. Seit wann sind hier eigentlich so viele junge Leute in so einem Kaff unterwegs? Auf jeden Fall fährt also schwärmvoll davon und geht nichts kaputt. Und ja, das ist schon, kann man ja schon sagen, ist so ein bisschen Honda-Qualität. Ja, klar. Ja, die damaligen Aprilias und so. Ja, ne, oder? War das eine Aprilia? Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht geschaut. Die haben halt echt Probleme gehabt, ja. Oh, i8. Schon ein geiles Auto, ne? Schaut so futuristisch aus. Mhm.
ausgerechnet eigentlich nur ein 3-Zylinder drin, glaube ich. Naja, das Rest macht der Elektromotor. Ja, aber trotzdem hat die gute Leistung. Hey, irgendwie, ich weiß nicht, ob es in meinem Alter langsam liegt. Ich bin jetzt 18, aber meine Kniescheibe, mein Knie tut mir jetzt immer früher wehkommen. Hier ist auch geil, warte mal. Vor der Mooswand. Da müssten wir auch ein Bild machen. Warte kurz, mach du mal einen Ja, Kreis. ich komme von der anderen Seite. Auch geil hier. Richtig geiler Spot eigentlich. Ich glaube, der Kontrast ist hier richtig gut. Hasse dieses Motorrad. Leerlauf. Ey, der ging jetzt ganze... Jetzt ist er drin. Oh, damn. Richtig nice. So, jetzt wird die Kamera wieder ausgepackt. Und... Also, ja, der Look ist schon geil. Naja, ich glaube, wir stellen sie echt mal weiter vor. Noch ein Stück. Weiter, noch ein bisschen näher. Oh, das wird eine richtig nice Komposition hier. Sieht bestimmt witzig aus von den Autos, jetzt die vorbeifahren. Mhm. Die denken sich auch, was machen die zwei Idioten hier? Alter, hier ist 50? Da waren 2 Schilder. Einmal 70 und 5 Meter später mit 50. Echt? Sag mal, sollen sie doch gleich hier Schrittgeschwindigkeit einführen? Fahrverbot und Fußgängerzone draus machen? Ganz ehrlich. 50? 50. Alter, aber geht die überhaupt so langsam? Oh ja, jetzt. Da schaut es sau geil aus da drin, ne? Ja, schon gut dreckig, ne? Machen wir da mal rein? Wir haben die falschen Bikes. Ja, das geht ja, das ist ein bisschen Schotter, ja, echt. Aber das ist halt die Ding ist halt schon ziemlich groß, dass du hier den Platten fährst, ne? Ja. Hoffentlich wird's hier richtig geil jetzt. Hoffentlich kriegen wir geile Fotos, ich habe keine Ahnung. Vielleicht schaut es auch so behindert aus. Wenn uns einer sieht, so 2 Supersportler in den Wald reinfahren. Hey! War das ziemlich geil, ne? Na doch, komm, ey, jetzt machen wir auf jeden Fall ein Foto. Jetzt stehen wir hier schon drin in der Pampa. Ja, genau. Du stellst dich mal so hin, das schaut ganz gut aus. Soll ich genau schräg? Boah, quer? Schräg. Ja. So. Ich habe eigentlich schon wieder den nächsten Titel. Motorrad im Wald. Von der Straße abgekommen. Verwechslungsgefahr. Haben doch keine Enduros. Jetzt wird's ein bisschen freaky, also wenn sich die Leute, wenn euch das nicht interessiert, was hier so ein bisschen kameratechnisch bei mir los ist, dann skippt einfach mal ein bisschen. Weil ich erzähle euch ein bisschen was über die Cam und ein bisschen über welches Objektiv ich benutze. Also hier ist ein 16 bis 35 drin von Zeiss. Das ist so ein richtig geiles Allrounder-Teil. Und hier habe ich ganz neu, schaut ein bisschen verkrüppelt aus, ein 50 mm Helios, nein 58 mm Helios F2 und mit dieser Raser. Da versuchen wir jetzt mal, also es ist auch ganz neu, ich versuche da mal ein paar Bilder zu machen. Fotografiere natürlich auf manuell und jetzt geht's los. Also A7S2, so ein Adapter, also es ist eigentlich das M42 Gewinde auf Canon und Canon auf Sony, also ist ein bisschen hier ein Geficke, aber. Also ich zoome mal kurz rein, ist komplett manuell, fokussiere und ab geht die Post. So, auf den Bildern schauen sie meistens immer ziemlich langweilig aus, aber es geht auch ein bisschen um die Bearbeitung. Ich blende sie jetzt immer bearbeitet ein, aber ich denke, wenn ich nachbearbeite, werde ich das irgendwie in einem zweiten Video nochmal machen, weil sonst wird das Video zu lang.
mal noch mal eins hoch kann. So, ich hätte gesagt, wir drehen es jetzt mal. Oh, jetzt wenn das Licht ein bisschen durchkommt. Wem man mal kurz einen Shoutout geben könnte, wäre Raudio. Die sind schon Spaziergänger, die denken sich, was machen die hier mit euren scheiß Motorrädern? Das ist ein fucking Wald. Habt ihr das nicht gesehen? Nee, wo ich gerade sagen wollte. Raudio. Ich finde Raudio, das muss ich mal echt sagen, der macht richtig gute Bilder. Mit dem haben wir ja letztes Mal schon ein Video gemacht. Und von den Bildern her muss ich echt sagen, gefallen mir denen seine Bilder eigentlich am besten. Muss man ganz ehrlich einfach mal so sagen. Macht super Bilder, fährt auch mit Gixxer. So Leute, das war's auch schon wieder. Ihr habt es gesehen. Eigentlich kein großer Stress. Das Blöde ist halt immer mit dem Rucksack rumzueiern und da die Kamera mitzunehmen. Ich meine, im Grunde wird es ja auch mit dem Handy gehen, aber ich habe da eigentlich schon immer ein bisschen, oder wir haben da schon immer ein bisschen Spaß, mit einer guten Kamera sowas zu machen. Genau, sind spontan hier in den Wald reingefahren. Ich hoffe mal, ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber ich hoffe mal, die Bilder schauen bearbeitet eigentlich ganz nice aus. Ich glaube es eigentlich schon. Und ja, das war eigentlich so die kleine Episode, wie wir unsere Bilder machen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr öfter mal sowas sehen wollt, ob euch sowas interessiert. Hier auch mit Kamera, so ein bisschen technischer alles und ein bisschen mehr Erklärung dabei. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Peace! Ciao. Okay, ich brauche mich nicht. Er schneidet sich raus.